Mein Name ist Sebastian Fiedkau, ich bin Mitglied der Freunde der LGW Norddeutschland und ich möchte Ihnen heute ein bisschen das Thema 3D-Druck näher bringen, konkret am Beispiel der Erstellung von Modellen für die Gartenbahn. Letzten Endes, der Beitrag richtet sich vor allem an all diejenigen, die schon ein bisschen Modellbauerfahrung haben und jetzt so ein bisschen am Überlegen sind, ist der 3D-Drucker bzw. die Anschaffung eines 3D-Druckers eigentlich etwas für mich? Bringt mich das weiter in meinem Hobby? Kann ich damit vielleicht neue Sachen realisieren? Ist das etwas, worauf ich mich einlassen sollte? Deshalb gucken wir uns letzten Endes an, was kann ein 3D-Drucker? Was kann er nicht? Auch das muss man ganz offen einfach mal darlegen und sagen. Es ist kein Wunderwerk, das einfach alles für einen macht und auf Knopfdruck ein Modell erschafft. Kann man also auch ganz offen drüber reden. Wir gucken uns auch an, was für Voraussetzungen muss man als Anwender eigentlich mitbringen, um einen 3D-Drucker bedienen zu können, beziehungsweise auch die Modelle dafür entwerfen zu können. Was ist alles notwendig? Auch darauf werfen wir einen Blick. Und letzten Endes möchte ich dann auch noch so ein bisschen aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, einfach so ein bisschen Überblick geben und hoffe, dass dann auch der eine oder andere davon etwas mitnehmen kann, vielleicht die eine oder andere Falle, in die ich getappt bin oder den einen oder anderen Fallstrick, den es da so gibt, vermeiden kann. Dann denke ich, ist uns allen ein bisschen geholfen und man teilt ja auch gerne seine Erfahrungen. Also steigen wir mal direkt ein. Ganz kurz noch zu meiner Person, was war eigentlich so mein Werdegang, beziehungsweise was habe ich gemacht, bevor ich zum 3D-Druck gekommen bin. Wie bei so vielen, es gab die klassische Startpackung, die irgendwann mal zu Weihnachten unter den Weihnachtsbaum lag. Damit fing es bei mir so an, Weihnachten 90, LGW Zirkuszug, Startpackung. Das hat sich dann so die nächsten Jahre entwickelt. In meiner Jugend auch sehr viel Plastikmodellbau, was man so vor allem von Revell kennt, durch verschiedenste letzten Endes Bereiche hindurch, Hubschrauber, Flugzeuge, Schiffe, es war eigentlich alles dabei. Und auch von vornherein eine hohe Affinität zum Computer. Also ja, es wurde auch viel gezockt, es wurde aber auch damit viel mit dem Computer umgegangen. Von daher, das ist eine Sache, die sich später durchaus als nützlich erwiesen hat in diesem Kontext. Und dann der ganz große Schritt 2005, endlich gab es einen Garten und damit auch die Möglichkeit, die LGW aus der Wohnung heraus in den Garten zu verlagern. Die Chance wurde auch direkt beim Shop ergriffen, seitdem bin ich also unter den Gartenbahnern. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam schon so die Idee, Mensch, es gibt auch ein paar Modelle, die würde ich mal gerne selbst bauen, die gibt es am Markt noch nicht und es ist natürlich auch immer so der Gedanke, etwas selbst umzusetzen, weil man es kann, nicht unbedingt, weil man es braucht, ein bestimmtes Modell, aber weil man es eben kann, kennt glaube ich auch jeder. Und dementsprechend kamen dann die ersten Eigenbauten. Ab 2019 kam dann so der Gedanke, es gibt so die ein oder anderen Sachen, die ich vielleicht mit einem 3D-Drucker tatsächlich besser bewerkstelligen könnte. Das war dann also so ein bisschen der Grundimpuls, sich so ein Maschinchen anzueignen, auch weil die Preise ein bisschen gefallen sind, die Verfügbarkeit besser wurde. Wie bei so vielen Sachen, irgendwann sind auch 3D-Drucker ein bisschen massentauglicher geworden. Das ist also soweit mein Weg zum 3D-Druck als solches. Was ich bisher damit realisiert habe, zunächst einmal angefangen mit möglichst einfachen Sachen. Ich wollte für mich erstmal herausfinden, ist das überhaupt etwas, das ich realisieren kann man den 3D-Druck so umsetzen. Da war es sehr wichtig, erstmal einfache Sachen ganz für den Beginn zu nehmen. Das waren in meinem Fall Ladegüter. Gerade bei der Gartenbahn, sie ist ja groß, eignet es sich ja wirklich viele Ladegüter erstmal umzusetzen. Da kann man ja wirklich sehr viel gestalten. Und man findet hier gerade, was die Form angeht, sehr einfach sehr viele Gegenstände, die man sich einfach erstmal als Gegenstand runterladen kann. Die 3D-Form ist erhältlich. Wir reden hier von Europaletten, Fässern, 30, 50 Liter. Das sind so wirklich Sachen, die findet man, die kann man gut drucken. Und die sind für den Einstieg deshalb geeignet, weil man hier selbst noch nichts designen muss. Und letzten Endes der 3D-Drucker einfach dieses eine Objekt druckt. Es ist einfarbig, es ist fertig, man kann es so als Ladegut benutzen. Das ist also wirklich ein guter Einstieg, um für sich erstmal herauszufinden, kann ich mit dem Gerät umgehen, ist das was für mich. Dann kam eigentlich der nächste Schritt, man hat selbst Sachen designt und das war in meinem Fall erstmal hier der T1, wie er steht, also dieser Schienenbus, mit dem man letzten Endes erstmal so einfache Formen und Konstruktionen testen konnte. Das war also auch letzten Endes eine Sache, die einem da sehr entgegengekommen ist. Und wie das so ist, wenn man dann gemerkt hat, okay, es geht, man geht zum nächsten Modell über, das war in meinem Fall dann die Diesellok, die direkt daneben steht, die 199 301. Und das, was ich jetzt, sag ich mal, zuletzt ein bisschen, publikumswirksam wäre zu viel gesagt, aber es gibt einige, die dieses Set in ihrem Salonwagen haben, war eine Inneneinrichtung für den Salonwagen, die ich gestaltet habe. Da kam ein Modell von Trainline, wo man ehrlicherweise sagen muss, da war, was den Innenraum angeht, gerade wenn man das Original des Modells kennt, Luft nach oben, dementsprechend Polstermöbel, Tische mit verdrechselten Füßen, die da designt wurden.
Da konnte man sich ganz gut ausleben. Davon habe ich also ein paar Sets hergestellt, kennen einige, haben in ihren Wagen eingebaut, konnte man das Innenleben nochmal deutlich aufhübschen. Das also so im Groben meine Erfahrungen bisher in Sachen 3D-Druck. Eine Sache noch vorweg, Druckertypen. Das, was ich berichte, mein Erfahrungsschatz basiert wirklich ausschließlich, muss ich zugeben, auf den FDM-Druckern, also auf den Filamentdruckern, die typischerweise einen Faden einziehen, von einer Spule abwickeln, in den Druckkopf einführen. Dort wird der Faden auf, je nachdem, 200 bis ca. 250 Grad erhitzt und dann aufs Druckbett aufgebracht. Dann geht das Ganze natürlich Schicht für Schicht weiter und damit haben wir den klassischen Filamentdruck. Demgegenüber gibt es noch den Resindrucker. Dieser arbeitet letzten Endes mit Flüssigkeiten, die unter Lichteinfluss aushärten. Typischerweise hat man jetzt zum Beispiel einen LCD-Screen, der das Druckmuster vorgibt. Ist letzten Endes eine Druckerform, die sehr, sehr gut geeignet ist für Figuren, aber mit zwei Nachteilen kommt. Erstens, bei gleichem Preis ist der Bauraum deutlich kleiner und zum anderen, Resin heißt eben auch Einsatz von Chemikalien. Das ist ehrlicherweise eine Sache, die man vielleicht in der eigenen Wohnung, sofern wir hier von einem Mehrfamilienhaus reden, wo es einfach nur ein Hobbyraum ist, ohne Abzugsmöglichkeit für Chemikalien, nicht unbedingt machen sollte. Von daher ist der Resindruck ehrlicherweise für sowas gerade zum Beginn wirklich nur eingeschränkt zu empfehlen. Ich möchte aber überhaupt nicht abstreiten, dass man heute auch sehr, sehr gute und vor allem ehrlicherweise auch detailliertere Modelle fertigen kann. Trotzdem für den Einstieg würde ich eher zum Filamentdrucker raten. Was muss man mitbringen? Wie schon erwähnt, technische Affinität. Denn wir haben hier letzten Endes erstmal zwei verschiedene Softwareumgebungen, die man bedienen muss. Das erste betrifft die Erstellung eines 3D-Modells als solches. Denn man findet natürlich einige Sachen auch frei verfügbar zum Runterladen, auf die man direkt zurückgreifen kann. Das trifft aber vor allem so auf Alltagsgegenstände zu. Wenn wir jetzt über Modelle reden, die letzten Endes ja auch in einer bestimmten Größe erhältlich sein müssen. Ich will sagen, wenn Sie Ihr Wunschmodell finden, weil es schon einer erstellt hat und auch zur Verfügung stellt und das vielleicht sogar gratis, wenn es in einer ganz anderen Spurweite, einem ganz anderen Maßstab zur Verfügung gestellt ist, hilft das nicht unbedingt weiter. Weil wenn man zum Beispiel ein H0-Modell hochskaliert auf Gartenbahngröße, dann wären einige Wände viel zu dick, um sie so noch zu drucken oder zu verarbeiten. Einige Details werden vielleicht ein bisschen überproportional dargestellt und andersrum genauso. Einige Details sind, wenn es verkleinert wird, überhaupt nicht mehr darstellbar. Also da muss man aufpassen, das ist ein bisschen schwierig. Da kann man nicht nur auf das zurückgreifen, was es schon gibt. Sehr häufig, auch teilweise, wenn man vielleicht einer der ganz wenigen ist, die das Modell erstellen will, muss man sich wirklich eigene Formen erstellen, muss also mit einem 3D-Programm arbeiten können und sich dort die Objekte selbst erstellen können. Die zweite Software, mit der man umgehen muss, ist die sogenannte Slicer-Software. Die wird quasi mit dem Drucker mitgeliefert oder ist frei verfügbar. Die macht nichts anderes, als das 3D-Modell in konkrete Druckanweisungen umzuwandeln. Das heißt im Endeffekt, der Drucker, mechanisch wie er ist, kriegt einfachste Druckanweisungen, gehe zu dieser XYZ-Koordinate, benutze dabei diese Drucktemperatur, benutze diese Durchflussrate fürs Filament. Man könnte jetzt ein ganzes Buch runterschreiben, wie diese Anweisungen aussehen. Die sind sehr detailliert, man muss sich glücklicherweise nicht drum kümmern, das macht die Software automatisch. Was man aber wissen muss, ist, dass man natürlich gewisse Druckparameter vorgeben muss. Man muss dem Drucker sagen, welches Filament ist zu verwenden, wie ist das Objekt zu platzieren, mit welcher Geschwindigkeit soll gedruckt werden. Man muss hier also schon gewisse Sachen beachten. Nicht zuletzt, der Drucker selbst ist natürlich Hardware. Und es ist auch Hardware, die sehr viele Hunderte bis Tausende von Arbeitsstunden zusammenkriegt. Einfach weil es leider Gottes so lange dauert, bis man sein fertiges Modell hat, wenn es sehr detailliert ist und auch sehr groß ausfällt. Und das heißt natürlich auch, es ist dem Verschleiß unterlegen. Zugegebenermaßen, neuere Drucker sind inzwischen ein bisschen verschleißärmer, aber man kann sich schon darauf einrichten, ein Druckkopf, der mal gewechselt werden muss, im schlimmsten Fall vielleicht auch ein Steppermotor, der gewechselt werden muss. Kurzum, man kann sich darauf einrichten, man wird sich auch mit der Hardware auseinandersetzen müssen, aber wer schon mal eine Modellbahnlok auseinandergebaut hat, wieder zusammengebaut hat und sie läuft auch noch, der wird das hinbekommen. Von daher, wenn man soweit schon ist mit der Überlegung und auch schon Modellbauer ist, sollte es daran nicht scheitern. Hier einmal das konkrete Beispiel am Bedienpult für die 301, also der rechten Block, der gelben. Ganz oben haben wir das 3D-Modell, wie es fertig aussieht. Darunter sieht man die Slicer-Software, die das Ganze in Druckanweisungen umwandelt. Hier beispielhaft sieht man zum Beispiel Stützstrukturen in Grün. Die wurden so nicht gedruckt, aber
seien immer zum Beispiel erwähnt, sobald ein Teil in der Luft hängt, ist der Drucker natürlich gezwungen, das irgendwie abzustützen, weil er kann nicht einfach irgendwo anfangen, in der Luft zu drucken. Dafür gibt es diese Stützstrukturen in Grün, die man später entfernen kann. Wurden hier so nicht angewendet, aber man sieht zum Beispiel sowas wie herausstehende Türscharniere, bedürfen automatisch einer Stützstruktur. Kann man natürlich unterbinden, bis zu einem gewissen Grad kann man auch so einen Überhang einen Drucker abverlangen, aber sobald man quasi 90 Grad Winkel wegdruckt, braucht man natürlich Stützstrukturen. Und so sah das fertige Objekt dann aus, nachdem es ein bisschen geschliffen, bearbeitet und lackiert wurde. Und so sieht man es auch noch, beziehungsweise sieht man leider Gottes sehr wenig davon, wenn man nicht ganz genau reinguckt, in der rechten Lok verbaut. Kurzum, welche Möglichkeiten gibt es, die man mit dem 3D-Drucker realisieren kann? Oder welche Vorteile bringt es konkret? Nun, zunächst einmal, die Bauteile sind sehr präzise, die man im 3D-Druck fertigt. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, die Drucker sind besser geworden in den letzten Jahren. Wenn man jetzt ein einfaches geometrisches Teil in Auftrag gibt und dem sagt, es soll zum Beispiel eine Stärke von 12 mm haben, man druckt das Teil, setzt den Messschieber an, man wird feststellen, es sind häufig exakt 12 mm oder zumindest sehr nah daran. Deutlich exakter, als man es hinbekommen würde, wenn man jetzt selbst mit seinem Bastelmesser Polystyrolplatten zurechtschneidet und zusammen verklebt und schleift. Von daher, da macht sich natürlich der 3D-Druck sehr schnell bezahlt. Zum anderen, man kann die Teile schneller fertigen. Einfache geometrische Formen, die es ansonsten erfordern würden, mehrere Platten zusammenzukleben, etwas auszufräsen oder irgendwie zusammenzusetzen, zu kombinieren, das geht einfach schneller. Von daher ist es auch ein Geschwindigkeitsgewinn und insbesondere wird es natürlich dann sehr nützlich, wenn Sie ein Teil haben, das Sie mehrfach fertigen müssen. Nehmen wir an, Sie bauen einen Waggon und Sie haben Sitzgruppen dafür angelegt. Sobald Sie hier einmal eine gute Form gefunden haben, die sich drucken lässt, die sich verarbeiten lässt, wunderbar hintereinander wegdrucken, die Maschine arbeitet das selbstständig weg. Das geht deutlich schneller, als verschiedene Polystyrolplatten zusammenzukleben. Aber es gibt natürlich auch Grenzen und Einschränkungen. Wie gesagt, es ist kein Allheilmittel, keine Wunderwaffe im Modellbau, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und es fängt schon direkt an mit dem Bauvolumen des Druckers. Das, was man zu Hause zu stehen hat, sofern wir hier nicht von einem sehr teuren Industrieprodukt reden, hat gerade für Datenbahnmodelle ein nicht unbedingt ausreichendes Volumen. Wir können hier zum Beispiel ein Bauvolumen haben, typischerweise 20 x 20 x 20 cm oder auch 40 x 40 x 40. Und bei Gartenbahnmodellen, gerade bei langen Personenwagen, ist das einfach nicht ausreichend. Da muss man sich direkt darüber Gedanken machen, wie kann ich diesen Wagen zerteilen, welche Baugruppen kann ich hier nehmen. Das ist letztendlich eine Grenze, die schon mal zu beachten gilt und die einen, wenn auch nicht zwangsläufig einschränkt, weil man natürlich mehrere Teile zusammensetzen kann, natürlich so ein bisschen abfordert, dass man sich schon mal Gedanken machen muss, wie setze ich Teile zusammen, wo trenne ich eine Wagenwand. Und gerade bei einem langen Personenwagen ist es natürlich immer ein bisschen problematisch, einfach mal in der Mitte das Ganze durchzuschneiden und später zusammenfügen zu müssen. Von daher, das sind Grenzen, die man da hat. Dann noch eine Begrenzung, die quasi vom 3D-Druck selbst hervorgeht, die Haftung auf dem Druckbett. Da Schicht für Schicht gedruckt wird in einem 3D-Drucker, ist es essentiell, dass die erste Schicht haftet. Wenn die erste Schicht nicht auf dem Druckbett haftet und wirklich eben ist, wird irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt eine absolute Katastrophe ausbrechen, weil quasi unter dem Druckkopf, der davon ausgeht, dass das, was sich unter ihm befindet, eine stabile Auflagefläche ist, auf die man weiter drucken kann, sich Stück für Stück verschiebt oder ein bisschen vibriert. Das wird nicht funktionieren. Es wird letztendlich im besten Fall dazu führen, dass der Druck ein bisschen schief wird. Im schlimmsten Fall wird das Ganze vom Druckbett irgendwann hinweggefegt. Kurzum ist es wichtig, dass der Druck wirklich klar aufliegt. Und das heißt auch, man muss sich Gedanken machen, wie kann ich gegebenenfalls, je nachdem welches Teil ich drucke, die Auflagefläche erweitern. Wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viel von diesem Objekt auf dem Druckbettplan aufliegt. Und das kann eben dann nochmal abfordern, dass man Teile, die vielleicht eigentlich aufrecht stehen, um 90 Grad drehen muss, einfach damit sie leichter und effizienter gedruckt werden können. Zu guter Letzt filigrane Streben bzw. Rohrleitungen, das sind so typischerweise Sachen, wo man auch ehrlicherweise sagen muss, der Resindrucker schafft das vielleicht, der typische Filamentdrucker eher nicht. Da sollte man dann doch eher noch auf weitere Werkstoffe zurückgreifen und zum Beispiel Metallleitungen auch wirklich mit Metalldrähten bzw. dünnen Metallstäben darstellen. Das ist eine Sache, die dann doch deutlich leichter ist und ehrlicherweise im 3D-Druck derzeit nicht realisiert werden kann und ich würde es auch für zukünftige Projekte noch nicht unbedingt versprechen wollen. Und zu guter Letzt die Oberflächen. Da wir Schicht auf Schicht drucken, haben wir damit auch automatisch immer einen Treppcheneffekt. Gerade natürlich dann, wenn wir nicht einfach 90 Grad Winkel verbauen. Und
Dächer sind hier ein sehr gutes Beispiel. Hier haben wir letzten Endes eine sehr geringe Neigung über eine sehr große Fläche verteilt. Und das heißt, wir haben, wenn wir Schicht auf Schicht drucken, leider Gottes einen sehr großen Versatz. Und auch wenn die typische Schichthöhe in einem detaillierten Druck derzeit bei 0,12 mm liegt, was nicht viel ist, aber wenn es eben präzise aufeinander gedruckt wird, dann leider Gottes doch sichtbar ist, sieht man eben doch am fertigen Druck, da muss man nochmal nachbearbeiten. Das ist letzten Endes auch eine Einschränkung und gerade wenn man das erste Dach ausgedruckt hat, wird man das auch sehen. Da kommt man leider ums Schleifen und vielleicht noch aus dem Spachteln nicht herum. Zu guter Letzt auch die Rückstände des Supports. Wie schon erwähnt, es müssen Stützstrukturen gebaut werden, immer wenn man irgendwo einen Überhang hat und etwas in der Luft hängt. Auch diese Strukturen müssen entfernt werden. Es muss gegebenenfalls ein bisschen nachgeschliffen werden. All dessen muss man sich bewusst sein. Die Dinger bzw. die Druckobjekte kommen nicht immer fertig und verwendbar aus dem Drucker heraus. Man muss hier und dort wirklich noch ein bisschen nacharbeiten. Und auch noch ein Tipp aus der Praxis, insbesondere für Gartenbahnen. Plastik ist nicht gleich Plastik. Will sagen, das klassische Einstiegsfilament ist das sogenannte PLA. Ein wunderbarer Werkstoff, einfach zu drucken, einfach zu schleifen, einfach zu lackieren, alles toll. So lange, bis man ein Modell, was in PLA gefertigt wurde, mal in die Mittagssonne stellt und ein bisschen wartet. Und man muss gar nicht mal so lange warten, denn so circa ab 50 Grad wird sich PLA stark verziehen. Und das heißt letzten Endes, das Modell ist ruiniert, denn auf großer Fläche wird sich hier etwas zusammenziehen. Im schlimmsten Fall werden Klebestellen aufreißen oder sogar Schrauben ausgerissen werden. Das Modell wird das nicht überleben. Das heißt, man muss auch gucken, welches Filament benutzt man. Damit muss man sich früh auseinandersetzen, damit muss man auch wirklich ein paar Testreihen starten. Um nicht alle aufzuzählen. Es gibt noch PETG, kennt man von Plastikflaschen. Wer eine Plastikflasche schon mal versucht hat zu schleifen und zu lackieren, wird feststellen, dass das kein Vergnügen ist. Trifft leider Gottes ebenso auf das Filament zu. Trotzdem ein relativ gut zu verarbeitender, vor allem einfach zu druckender, haltbarer Stoff, den man also durchaus empfehlen kann. Ebenso möchte ich noch erwähnen, ASA. Kennen Sie auch aus dem Alltag. Autoarmaturen sind aus diesem Plastik gefertigt. ASA hat einen riesen Vorteil. Hitze, UV-Licht macht ihm nichts aus. Wer schon mal in sein Auto eingestiegen ist bei 70 Grad, der weiß, wovon man redet und dass dieser Kunststoff das aushält, glücklicherweise. ASA ist so gesehen sehr gut für Gartenbahnmodelle geeignet, kann sogar relativ leicht geschliffen und lackiert werden, kommt aber mit einem sehr entscheidenden Nachteil daher. Es ist schwierig zu drucken. Es hat nämlich leider Gottes in der Druckkammer die Neigung, sich mal gerne nach oben zu ziehen, solange es keine große Auflagefläche hat. Will sagen, starten Sie Testreihen. Bevor Sie an ein fertiges Modell rangehen, seien Sie sich sicher, welches Filament Sie dort verwenden wollen. Drucken Sie vorab ein paar Teile, lassen Sie die auch einfach mal draußen in der Sonne liegen, gucken Sie, was passiert. Weil es kann ansonsten wirklich die böse Überraschung geben, dass sich da mal was verzieht. Dem sollte man wirklich vorbeugen. Oder wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, die fertigen Modelle nicht in der Sonne stehen lassen, oder zumindest nicht übermäßig lange und vielleicht an den heißesten Fahrtagen des Jahres einmal nicht mit rausnehmen. Eine andere Frage bzw. auch eine andere Problematik, die einem häufig dann begegnet, sobald man sein erstes Modell plant, ist die Frage, in wie viele Teile zerlege ich das eigentlich alles? Zunächst einmal, gute Orientierungshilfe ist tatsächlich von den Großserienherstellern zu entnehmen, wie sind dort so letzten Endes die Baugruppen organisiert. Klassischerweise Fahrgestelle sind immer abnehmbar vom Oberbau durch 4 bis 8 Schrauben, die man von unten löst. Das ist eine Sache, die sollte man genauso auch umsetzen, wenn man sein eigenes Modell plant. Die Großserienhersteller machen das nicht ohne Grund. Man muss natürlich auch mal mit einplanen, dass man an die ganze Elektronik, an die ganze Mechanik im Inneren auch wieder rankommt. Wenn man hier etwas verklebt, wo man später mal ran muss, wird man spätestens dort das Nachsehen haben. Dementsprechend kann man nicht alles in einem Teil drucken, man braucht mehrere große Baugruppen. Und dann hat man diese Frage auch nochmal für Details, die man anbringt. Wie schon erwähnt, Oberflächen sind immer so ein bisschen problematisch. Wenn man jetzt, das sieht man hier am Vorbau der 301, so etwas hat wie diese Wartungstüren, die möglichst glatt sein sollten, möglichst detailliert nochmal ein paar Lüftungslamellen haben. Wenn man das einfach seitlich mit hochdruckt, dann hat man Überhänge, muss Stützstrukturen entfernen, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Da kann es sich eher nochmal empfehlen zu überlegen, wie kann ich vielleicht einzelne Teile später nochmal einsetzen. Einzeln drucken, später verkleben, ist durchaus legitim.
Von daher muss man wirklich am Anfang auch sehr lange überlegen, welche Teile drucke ich in einem Stück und wo versuche ich lieber das Ganze in wenige Kleinteile zu zerlegen und wie kann ich die dann anschließend zusammensetzen. Und für den Zusammenbau gibt es logischerweise eigentlich immer die zwei bekannten Möglichkeiten, Schrauben oder Kleben. Bei Schrauben kann man es natürlich so machen wie die meisten Großserienhersteller und einfach eine Spreizschraube durch das Plastik führen. Empfehle ich nicht. Zum einen, weil ein 3D-Druck nicht vergleichbar ist mit einem Spritzguss. Vor allem dahingehend, dass im Innenraum eine Wabenstruktur oder Vergleichbares existiert und wir hier nicht von Vollplastik reden. Das heißt letzten Endes, die Schraube greift irgendwann ins Leere. Was hingegen zu empfehlen ist, sind Gewindeeinsätze. Die sind auch sehr einfach zu bekommen, weil inzwischen auch sehr verbreitet, auch sehr günstig zu bekommen und auch letzten Endes sehr einfach anzuwenden. Man muss einfach nur in seinem 3D-Druck damit planen, dass man eben irgendwo entsprechend schon eine Vertiefung hat in der entsprechenden Breite und eben auch in der entsprechenden Tiefe. Das ist auch oftmals auf den Verpackungen dieser Teile angegeben. Ansonsten muss man es mit einem Messschieber erfassen und muss diese dann einführen. Und das macht man derart, dass man die einfach gerade aufsetzt und dann mit einem Lötkolben im Plastik versenkt. Und durch die Verzahnung, die diese Gewinde haben, werden die auch automatisch festsitzen in dem 3D-Druck. Und dann hat man ein wirklich gutes, haltbares Metallgewinde, kann da die Schrauben beliebig oft rein und rausziehen. Ist eine Sache, die, wenn Sie damit anfangen, ich Ihnen sehr ans Herz legen würde. Macht es deutlich einfacher und haltbarer und langlebiger. Alternativ Kleber. Wenn man natürlich weiß, man muss etwas nie wieder auseinandernehmen, es sind vielleicht Kleinstteile, die auch nie wieder abgenommen werden sollen, gerne Sekundenkleber, gerne aber auch Plastikkleber verwenden. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Uroplast gemacht, auch bei zum Beispiel PETG, welches notorisch schwer zu verkleben ist. Grundsätzlich gilt aber, wer hier schon einen Kleber seiner Wahl hat, soll es mit dem probieren, soll mit dem weiterhin arbeiten. Von daher nur eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Das Ganze in der Praxis einmal kurz veranschaulicht. Wir haben oben links das Führerhaus der 301, welches wie ein Großserienmodell letzten Endes einfach von 4 Schrauben von unten getragen wird. Das heißt also, bei der ganzen Lok, wenn man sie umdreht, 8 Schrauben löst, kann man den gesamten Motorvorbau und das Führerhaus abnehmen. Und hier werden eben auch diese Schraubgewinde eingesetzt, die jeweils in Plastik versenkt sind und deshalb eben auch, wie gesagt, nicht verschleißen. Letzten Endes man hier auch keine Rückstände von Plastik erhält, wenn man es auseinander nimmt. Man also auch keine Angst haben muss, die Lok mal zu öffnen, wenn es denn sein muss. Demgegenüber haben wir die Wartungstüren im Motorvorbau, die wurden verklebt. Einfach, weil man hier nicht ran muss. Man kann den ganzen Motorvorbau auf einmal runternehmen. Hier ist es nicht notwendig, irgendwelche Schrauben reinzuziehen. Und man hat hier den Vorteil, dass die Wartungstüren quasi liegend auf dem Druckbett produziert werden konnten und deshalb die Oberfläche auch ein bisschen schöner und glatter ist, als es der Fall gewesen wäre, wenn man diese seitlich einfach hochgedruckt hätte. Also auch hier kann es sich lohnen, Einzelteile, auch wenn man nicht unbedingt muss, manchmal in mehrere Teile zu zerlegen und das später zusammenzusetzen. Ja, letzten Endes das Ganze so ein bisschen schon mal zusammengefasst. Wie fängt man mit so einem Projekt an? Zunächst einmal, man sollte natürlich nicht nehmen, was zu groß ist, was das Bauvolumen des Druckers bei weitem übersteigt und eine Unterteilung in ganz viele Baugruppen unterfordert. Lieber erstmal ein kleineres, beherrschbares Fahrzeug nehmen. Und natürlich auch bei der Komplexität darauf achten, dass man nicht vielleicht die wirklich komplizierteste Bauform, die es überhaupt gibt, vom Wunschmodell nimmt, sondern irgendetwas, das noch beherrschbar ist. Mein erstes großes Projekt war hier der T1, der relativ kantig ist und ganz ehrlich sich deshalb auch sehr gut geeignet hat, weil man eben das Ganze dadurch beherrschbar gestalten konnte und man nicht so viele komplexe Strukturen einziehen musste. Quellenmaterial ist natürlich auch wichtig. Fotos vom Original, die man entweder bekommt oder selbst machen kann, sind natürlich sehr gut, aber ganz ehrlich, wirklich essentiell ist die Konstruktionsskizze. Manchmal hat man hier Glück und findet etwas online, gerade auch natürlich umso verbreiteter und populärer ein Lok- oder Waggontyp ist. Ansonsten muss man vielleicht gucken, welche Eisenbahngesellschaft aktuell im Besitz ist oder im Besitz sein könnte. Einfach mal höflich anfragen. Manchmal hat man Glück, manchmal findet man auch was in der Literatur. Aber man braucht wirklich eine gute Konstruktionsskizze, von der ausgehend man das Ganze auch so ein bisschen umrechnen kann und dann eben die Teile entsprechend vermessen kann. Nicht zuletzt, gerade am Anfang, verfügbare Antriebe. Man kann ja vieles selbst machen, aber ganz ehrlich, Decoder und Motorblöcke, die nicht. Und auch das umgebende Getriebe ist zu dem Beginn nicht empfehlenswert. Also am besten erstmal gucken, was gibt es vielleicht wirklich, was ich hier schon benutzen kann. Gibt es Drehgestelle, die ich nutzen kann, auf die ich das Ganze aufbauen kann?
gibt es ein Antriebskonzept, welches ich komplett verwenden kann. Beim T1, das Schweineschnäuzchen von LGB stand hier Pate. Letzten Endes die Motoranordnung, die Getriebeblöcke sind genau gleich. Von daher ist es wirklich nur der Oberbau, der sich geändert hat. Und auch bei der 301 gab es einen Paten, nämlich die Rügenlok von LGB, der Vierkuppler. Hier wurde dann einfach eine Achse entfernt und eine hallische Kurbel eingesetzt. Und das ist eine Sache, die ich gerade zu Beginn wirklich empfehlen kann, dass man sich letztendlich anguckt, was gibt es am Markt schon an Möglichkeiten und an Lösungen, die funktionieren. Wenn man dann fortgeschritten ist, kann man natürlich auch letztendlich damit beginnen, eigene Getriebe zu verwenden, zu konstruieren und hier auch ein bisschen kreativer werden und auch, sag ich mal, ein bisschen mehr Spielräume sich zu erarbeiten. Ja, und im Endeffekt, sag ich mal, man fängt wirklich Schritt für Schritt damit an. Man plant die ersten Baugruppen, baut ein Volumenmodell, guckt, ob das Ganze durch die Kurven geht. Da ist es also wirklich wichtig, erste Erfahrungen zu sammeln und versucht dann letzten Endes eben aus diesen ersten Erfahrungen auch weitere Schritte abzuleiten, geht dann erst in eine weitere Detaillierung rein und erarbeitet sich das Ganze eben Schritt für Schritt. Und sofern man sich dann sicher ist, ja, das sind Teile, die funktionieren, die kann man verwenden, geht es an den finalen Druck, den man dann auch ein bisschen feiner gestalten kann als die erste Version, mit niedrigerer Schichthöhe, mit höherer Präzision. Und dann geht es eben natürlich, wie schon erwähnt, da es kein Wunderwerk ist, man muss auch diese Teile schleifen, lackieren, manchmal auch spachteln, dann Schritt für Schritt zusammenfügen und so ergibt sich dann doch nach bekannter, langer Arbeit das Modell. Wie gesagt, es ist keine Wunderwaffe, man muss auch weiterhin sehr viele Arbeitsstunden investieren, um zu einem fertigen Modell zu kommen. Von daher auch überleitend zum Fazit, für wen lohnt sich das, beziehungsweise wer sollte wirklich auf 3D-Druck setzen. Wenn man eine gewisse Affinität zum Modellbau hat, auch schon selbst Eigenbauten entwickelt hat, aber auch letztendlich eine technische Affinität mitbringt, auch sich sehr sicher ist, dass man sich mit der Software soweit auskennt oder vertraut machen kann, sollte man unbedingt einsteigen, denn man kann sich wirklich im Modellbau damit weitere Anwendungsmöglichkeiten erschließen, sehr viele Modelle realisieren, die vorher sehr schwierig gewesen wären. Von daher kann ich es soweit empfehlen, muss aber auch ganz ehrlich sagen, man sollte schon vorher so eine gewisse Idee haben, welche Projekte will ich realisieren. Also erst einen 3D-Drucker zu kaufen und dann quasi darauf zu warten, dass einem die Ideen zufliegen, kann funktionieren. Ich würde aber den anderen Weg empfehlen, dass man wirklich schon konkrete Ideen hat, was will ich eigentlich damit umsetzen. Und von daher kann es dann auch eine absolut lohnende Investition sein. Wie gesagt, es gibt sehr viele Sachen, die man ansonsten schon realisieren konnte, auch einfach über Polystyrolplatten verkleben und schleifen. Aber dieser Weg geht deutlich schneller und ist einfacher. Von daher, mir zumindest hat er stark geholfen. Ich glaube, das wird auch vielen anderen so gehen. Von daher, wie gesagt, eine Sache, auf die man sich einlassen kann. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte einige motivieren, sich vielleicht mit dem Thema auch weiter auseinanderzusetzen und dem 3D-Drucker mal eine Chance zu geben, falls das noch nicht passiert ist. Vielen Dank.